Resident Evil gehört zu den einflussreichsten Survival-Horrorspielen aller Zeiten. 1996 erschien der erste Teil für die PlayStation und legte den Grundstein für einen der erfolgreichsten Videospielserien überhaupt. Doch was viele nicht wissen, Resident Evil sollte auch für den Game Boy Color erscheinen. Diese Umsetzung ist eine echte Kuriosität, denn es handelt sich nicht um das Spin-off, sondern um eine direkte Portierung des PlayStation-Originals. Doch wie war das überhaupt möglich? Warum wurde das Spiel letztlich nie veröffentlicht? Und wie gut war es wirklich? Und damit willkommen zu diesem Halloween-Special von Mission Adaption, dem Format, das sich den spannenden Portierungen und Umsetzung von Videospielen widmet. Auf geht's! Die Geschichte beginnt im Jahr 1998, als zwei Entwickler ihre Jobs beim Spieleunternehmen Acclaim kündigten, um eine eigene Firma namens Hotgen Studios zu gründen. Hotgen wurde später bekannt durch die Game Boy Color Portierung von Indiana Jones and the Infernal Machine. Das Video zu Indiana Jones findet ihr in der Videobeschreibung. Das kleine und frisch gegründete Entwicklerstudio sollte mit einem sehr ehrgeizigen Erstlingsprojekt in Erscheinung treten. Die erste große Aufgabe des jungen Studios war nichts Geringeres als Resident Evil von der PlayStation 1 auf ein 4 MB Modul des Game Boy Colors zu portieren. Obwohl der Game Boy Color im Vergleich zur PlayStation deutlich limitierter war, zeigten sich die Entwickler zuversichtlich. Um die technische Machbarkeit unter Beweis zu stellen, entwickelten sie eine eigens angepasste Engine und präsentierten Capcom eine frühe Demo. Denn eigentlich hatte Capcom zu diesem Zeitpunkt keine Umsetzung geplant. Man hielt ein Projekt in dieser Größenordnung schlichtweg für unmöglich. Die beeindruckende Vorführung überzeugte jedoch und Hotgen erhielt grünes Licht für die offizielle Entwicklung. Kurz darauf tauchten frühe Vorschaubilder auf IGN auf und selbst Capcom warb in Werbeanzeigen für das Spiel als kommenden Game Boy Color Titel. Als großer Resident Evil Fan hatte ich damals alles verschlungen, was mit Resident Evil zu tun hatte. Nicht nur die Videospiele, nein auch die Comics, die damals zu Resident Evil erschienen sind. Und so erfuhr ich recht früh aus einer Fachzeitschrift von kommenden Gameboy-Titel. Was Hotgen zum damaligen Zeitpunkt jedoch nicht wusste, war, dass der Publisher Virgin Interactive, der in Europa Dino Crisis für die PlayStation für Capcom herausbrachte, parallel ein kleines Entwicklerteam beauftragte, eine Konzeptversion von Dino Crisis für den Game Boy Color zu entwickeln. Ursprünglich sollte das Resident Evil Spiel von Hotgen Ende 1999 erscheinen, wurde dann jedoch auf Anfang 2000 verschoben. Im März 2000 zog Capcom dann schließlich den Stecker. Man war mit der Qualität des Spiels nicht zufrieden und so stellte man die Entwicklung ein. Die Konzeptversion von Dino Crisis hingegen fand sehr viel Anklang und so bat man das vom Virgin Interactive beauftragte Entwicklerteam, auf Basis dieser Engine ein Resident Evil Spiel zu entwickeln. Erst wollte man einen ähnlichen Weg gehen wie Hotgen und versuchte Resident Evil 1 und das Herrenhaus abzubilden. Eine frühe Vorschau-Demo existiert ebenfalls als ROM im Internet, aber ein wirkliches Spiel ist die Demo nicht, eher ein Showcase für die Engine. Man entschied sich letztlich doch für ein Spiel mit einer separaten Geschichte. Dieses Spiel sollte mit dem ursprünglichen Konzept kaum noch etwas zu tun haben. Es handelt sich um das Spin-off Resident Evil Gaiden. Ich persönlich war damals schwer enttäuscht, als ich das Spiel im Laden kaufte, denn es war nicht das, was mir in der Zeitschrift 1 versprochen wurde. Doch das ist erst der Anfang der Geschichte. Im Jahr 2011 tauchte ein Prototyp des Spiels bei einer Auktion wieder auf. Gleichzeitig meldete sich ein Nutzer aus dem Assembler Games Forum zu Wort und behauptete, im Besitz einer zweiten, weitaus weiterentwickelten Version zu sein. Die Community sammelte daraufhin 2000 US-Dollar, um beide ROMs freizukaufen, und tatsächlich wurden sie im Februar 2012 veröffentlicht. Die erste Version war eine sehr frühe, unfertige Fassung, in der lediglich Chris Redfield spielbar war. Die zweite, deutlich weiterentwickelte Version war hingegen zu etwa 90% fertiggestellt und ermöglichte es, sowohl mit Chris als auch mit Jill Valentine zu spielen. Aufgrund zahlreicher Bugs war das Spiel jedoch nicht durchspielbar. Erst durch einen späteren Patch eines Nutzers von romhacking.net wurde es möglich, das Spiel bis zum Ende zu erleben. Aber wie spielt sich Resident Evil auf dem Game Boy? Ein fast fertiges Spiel, aber nie veröffentlicht. Kann das überhaupt gut sein?
Es ist unglaublich, wie sehr die Gameboy-Fassung der PlayStation-Vorlage ähnelt. Damit ihr seht, was genau ich meine, habe ich einmal das Intro der Gameboy- und PlayStation-Fassung übereinander gelegt. Die Gameboy-Fassung ist naturgemäß natürlich etwas langsamer, daher habe ich die PlayStation-Version um ca. 50% verlangsamt. Wow, what a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Die Gameboy-Version strotzt vor liebevoller Details. Die Türladesequenzen wurden komplett übernommen und es gibt sogar unterschiedlich farbige Türen, die dem PlayStation-Original entsprechen. Passend zu den Türen sind ebenfalls die Teppichläufer-Animationen vorhanden. Sogar das Inventar funktioniert vollständig und die EKG-Anzeige zeigt tatsächlich die Energie an, identisch zur PlayStation-Version. Es lassen sich auch Objekte im Inventar untersuchen, aber nicht in 3D bewegen, was verständlicherweise der Gameboy-Hardware geschuldet ist. Die Räume sind wirklich 1:1 übernommen worden und welches Hexenwerk auch immer hier zugange ist, die Details der vorgerenderten Hintergründe konnten tatsächlich beibehalten werden. Achtet bitte mal auf die Schattenwürfe des Geländers oder die Lichtstimmung auf den Wänden. Das Bild an der Wand ist in reduzierten Details komplett vorhanden und zeigt genau dieselbe Szenerie wie auf der PlayStation-Version. Aber die Liebe zum Detail hört hier nicht auf. Auch die Idle-Animationen von Jill wurden beispielsweise komplett übernommen. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Videosequenzen sind natürlich nicht vorhanden, sondern einfach statische Bilder wie hier beim ersten Zombie. Trotzdem weiß auch hier der Detailgrad zu überzeugen. Jedoch geht der Horror etwas verloren, denn Zombies können einen nicht über einen Perspektivwechsel hinweg verfolgen. Man merkt, dass das Spiel tatsächlich in einem unfertigen Status ist. Animationen sind nicht wirklich fertig geworden, zum Beispiel knien sich Zombies, nachdem sie besiegt sind, einfach hin. Würde ich jetzt Resident Evil zum ersten Mal spielen, wäre ich spätestens beim Rätselabschnitt für den Rüstungsschlüssel gescheitert. Denn die Noten für die Mondscheinsonate, die im hinteren Regal sind, lassen sich nicht einsammeln. Auch habe ich keinen Hinweis bekommen durch ein Blinken oder ähnliches, dass dort ein Objekt liegt, mit dem ich interagieren kann. Dass das Notenblatt dort hinten liegt, weiß ich tatsächlich nur, weil ich das Spiel bereits kenne. Und erst dachte ich, dass das Objekt dort überhaupt gar nicht vorhanden ist. Ich habe wie wild den Aktionsknopf gedrückt und versucht, die Noten einzusammeln. Nach etwa einer Minute hat es dann geklappt und ich habe sie per Zufall aufgehoben. Aber auch hier fehlten Animationen für das Öffnen der geheimen Tür, das es eventuell etwas auffälliger macht, dass sich im hinteren Bereich des Raumes etwas getan hat. Teils machte es mir die Perspektive der Gameboy-Version auch etwas schwierig, Interaktionsobjekte zu drücken, wie hier beim Bilderrätsel. Und die ikonische Jumpscare-Sequenz mit den Hunden fehlt leider komplett. Aber das hat mir irgendwie auf eine Art und Weise auch ein bisschen einen Schrecken eingejagt, weil ich eigentlich fest mit den Hunden, die durch das Fenster springen, gerechnet hatte. Viele Animationen wurden einfach nicht vollendet, was mich etwas am 90%-Status dieser Version zweifeln lassen. Hey, what's going on? Der Jill-Sandwich-Moment war dabei besonders ernüchternd. Als ich den Raum betrat, wurde direkt das Gespräch mit Barry vor einer offenen Tür abgespielt. Eigentlich hätte diese Tür verschlossen sein sollen und Barry müsste sie letztendlich eintreten. Und nachdem die Sequenz mit Barry beendet war, wurde ich in einen leeren Flur entlassen, wo eigentlich noch ein Gespräch hätte mit Barry stattfinden müssen. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Dokumente und Notizen sind im Spiel vorhanden, können aber nicht aufgesammelt werden. Per Zufall bin ich dann darauf gestoßen, dass man bereits alle Notizen im Inventar hat, egal ob aufgesammelt oder nicht. Zusätzlich ist das Aufrufen der Notizfunktion etwas verbuggt. Endbosse sind im Spiel vorhanden, beispielsweise wie die Riesenschlange. Aber sie besitzen keinerlei Funktion, haben keine Animation und wehren sich auch nicht. Erst dachte ich, ich muss die Schlange besiegen und habe mehrfach auf sie geschossen, bis ich dann merkte, dass nichts passiert und das Mondwappen im hinteren Eck des Raumes bereits liegt. Aber so ganz animationslos ist das Spiel auch nicht. Die Animationen, die etwa vorhanden sind, sind wunderschön, wie beispielsweise die Tentakeln der Gewächshauspflanze im Spencer-Anwesen. Tja, und trotz der Bugs und der Unfertigkeit des Spiels habe ich bis in den Garten des Anwesens weitergespielt. Ich wollte einfach sehen, wie es weitergeht, wie gewisse Szenen umgesetzt wurden und welche Überraschungen mich eventuell noch erwarten könnten.
Es ist schade, dass Resident Evil so leider nie für den Game Boy Color erschien und wir stattdessen das Spin-off Resident Evil Gaiden bekommen haben. Ein echtes Resident Evil der Hauptreihe ist uns, abseits der Resident Evil 2 Umsetzung für den Tiger.com, immer verwehrt geblieben. Doch Capcom hat den Gedanken eines Main-Teils von Resident Evil für eine tragbare Konsole nie wirklich aufgegeben. Und so haben wir zum 10-jährigen Jubiläum von Resident Evil 1 den ersten Teil nochmal optimiert für den Nintendo DS erhalten. Aber dieses Spiel ist Stoff für eine andere Folge. Vielen Dank, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Dieses Video ist Teil der Halloween YouTube Show 2025, ein Zusammenschluss vieler gleichgesinnter YouTube-Creator, die alle ein Video zur Playlist beitragen. Die Playlist zur Show findest du in der Endcard oder in der Videobeschreibung. Durchstöbert also auch gerne die anderen Videos. Viel Spaß dabei und Happy Halloween!